Wisst ihr, warum ihr zukünftig euer Gemüse nicht nur in Salzlake fermentieren solltet? Das erfahrt ihr in diesem Video. Ich habe mir hierfür kleine Gewürzgurken genommen, die abgewaschen und noch mal eben kurz trocknen lassen. Schneide die jetzt hier in mundgerechte Stücke. Selbstverständlich könnt ihr die auch in Streifen oder ganz lassen, so wie ihr möchtet. Und die schichte ich jetzt in einem sauberen Glas mit dem Kochi-Reis und Meersalz. Das genaue Rezept, was ihr benötigt, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Kommt aber auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr das Video pausieren und einen Screenshot machen. Und bei Gewürzgurken ist es super einfach. Die könnt ihr einfach so reinschichten, die ziehen später noch mal Wasser. Falls ihr aber festeres Gemüse wie Karotten oder Blumenkohl oder Brokkoli fermentieren möchtet, da passiert ja nicht so viel mit Flüssigkeit. Da könnt ihr dann das Meersalz nehmen oder das Salz, was ihr verwendet, nehmen und eine Salzlake damit ansetzen. Die sollte auf jeden Fall 2% haben. 3% müsste eigentlich auch ohne weiteres gehen. Und dann gießt ihr dann diese Salzlake mit hinzu. Da aber ich ja die Gewürzgurken nehme, kann ich das jetzt hier einfach so schichten. Wer möchte, kann es auch vorab in einer Schüssel erst einmal miteinander vermischen und dann in das Glas geben. Aber da ich weiß, dass Gurken super so funktionieren und das Salz später seine Arbeit macht, wenn ich hier noch ein bisschen reindrücke, dann klappt das auch ganz genauso. Man könnte jetzt meinen, ich habe es ein bisschen übertrieben, das Glas ist viel zu klein. Aber ich lasse das Ganze jetzt ungefähr eine Stunde bei Zimmertemperatur stehen und dann kann man schon sehen, dass die Flüssigkeit aus den Gurken gezogen wird und das dann immer weiter einsackt. Von daher muss ich mir da keine Gedanken machen. Das ist ja auch für all diejenigen, die selber zum Beispiel Tzatziki machen und den vorher eben ein bisschen salzen und auf einem Sieb abtropfen lassen. Da kommt unheimlich viel Flüssigkeit raus. Also, das kriegen wir wirklich sehr locker ins Glas. Aber das seht ihr gleich noch mal. So, wichtig ist, wenn ihr selber fermentiert. Ich wasche direkt vorher wirklich gründlich meine Hände und jedes Mal, wenn ihr irgendwas anfasst, wie jetzt zum Beispiel auch das Glasgewicht, die Hände müssen wirklich immer sauber sein. So, eine Stunde später könnt ihr schon erkennen, da hat sich jetzt im unteren Viertel Wasser abgesetzt. Das Ganze ist schon mal ganz schön eingesunken. So, das Glasgewicht kurz raus und dann wieder mit dem sauberen, den habe ich zwischendurch dann gereinigt, wieder weiter runterdrücken. Und hier könnt ihr es erkennen. Beim Runterdrücken geht das Wasser von den Gurken weiter hoch und später wird es dann unter der Salzlake sein. Und das ist ganz wichtig. Denn wenn wir fermentieren, das ist ja auch bei der ganz normalen Salzfermentation so, muss es immer unter der Lake sein. Aber warum soll ich denn mehr als Salzlake machen immer? Tja, das ist ganz einfach. Der Kochi-Reis, den wir hier haben, der bringt aktive Enzyme mit. Das hat Salz nicht. Denn der Kochi enthält Amylasen und Proteasen und die spalten die Stärke in Zucker und Eiweiß. Daraus bilden sich Aminosäuren und dadurch habt ihr mehr Geschmack, mehr Süße und mehr Umami. Deswegen freue ich mich schon, wenn ihr das nachmacht und dann will ich unbedingt auch eure Beiträge auf YouTube sehen. Da gibt es jetzt ja neue Möglichkeiten, dass ihr eure Werke posten könnt, dass ihr mal schreiben könnt, welche Varianten ihr gemacht habt. Und natürlich dürft ihr das auch weiterhin unter den Kommentaren tun. Und wer diesen Kochi-Reis nicht selber herstellen möchte, weil das vielleicht zu aufwendig ist oder keine Lust einfach, das ist ja auch völlig legitim. Ihr könnt den Kochi-Reis schon fertig kaufen. Ich verlinke euch natürlich wie immer alles. Und ich freue mich schon sehr darauf und schreibt mir mal bitte, was euer liebstes fermentiertes Gemüse ist. Also bei uns ist das tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die lieben die Gewürzgurken. Da muss ich tatsächlich sagen, da war ich noch nie so ein großer Fan von. Ich bin dann eher für die Blumenkohl- und Karottenseite. Aber
mal gucken, vielleicht gefallen mir die Gewürzgurken ja mit Kochi zukünftig auch besser. So, und wer auf Nummer sicher gehen möchte, dass das auch ordentlich fermentiert und sich kein Schimmel bildet, der kann jetzt hier auch noch mal eben ein Kohlblatt nehmen, wie beim Sauerkraut oder beim Kimchi. Das gebt ihr dann über alles drüber, dann da drauf das Gewicht und dieses Blatt sorgt dafür, dass alles ganz natürlich unter Wasser bleibt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, da gibt's ja so Plastikrunterdrücker und so weiter. Das könnt ihr auch gerne alles holen. Ich persönlich finde das mit dem Kohlblatt ganz gut und, die Mitglieder wissen das schon. Ich habe ja einen Apfelessig mit Kombucha angesetzt und auch da kommt ein Kohlblatt zum Einsatz und das ist so wundervoll, weil der Kombucha oben Platz hat, der wird nicht gestört von irgendwelchen Apfelstücken. Ich muss nicht ständig drin rumrühren. Einfach traumhaft. Und sollte sich mein Gurkenstück nach oben verirren, einfach kurz runterdrücken. Das Ganze wird jetzt bei Zimmertemperatur fermentiert, und zwar circa 1 bis 3 Tage. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe es schon mal am Abend zuvor in den Kühlschrank gestellt. Dann kann hier sowohl das Glas raus, das könnt ihr auch im Kühlschrank weglassen. Also wir haben es rausgenommen tatsächlich. Und dann hat das Kohlblatt auch seine Arbeit getan. Da freuen sich jetzt die Mikroorganismen im Kompost drüber. Und wichtig, die Flüssigkeit, wie bei den normalen sauren Gurken, auf gar keinen Fall wegschmeißen. Das könnt ihr für Dressings verwenden, einfach so trinken und einfach diese köstlichen grünen Gurken genießen, die jetzt ein bisschen dunkelgrüner geworden sind. Ich freue mich auf jeden Fall, falls ihr Lust habt, das nachzumachen. Wir genießen das sehr. Ich freue mich über eure Kommentare und bin schon gespannt, was euer liebstes Gemüse hierbei ist. Und in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich sende euch viele liebe Grüße, eure Emma.